Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht erneut um die Jungfraubahn, aber diesmal um Zahlen, Daten, Fakten, relevante KPIs, wie gut das Unternehmen am Markt bestehen kann, wie profitabel es ist. Ein paar Bewertungskennzahlen gehören dazu. Ich werde euch das Unternehmen mit Konkurrenten vergleichen und die KPIs gegenüberstellen. Ihr werdet bestimmt schmunzeln, da werden lustige Unternehmen, was heißt lustige Unternehmen, aber interessante Unternehmen dabei sein, die ihr in so einem Vergleich vielleicht nicht erwartet hättet. Und zum Schluss werde ich nochmal eine SWOT-Analyse machen, um auf Grundlage der beiden Videos, also dieses Videos und des Vorgängervideos, zu bewerten und zu einem Fazit zu kommen, wie die Jungfraubahn sich für die Zukunft aufgestellt hat, hinsichtlich Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken, die ich zu diesem Unternehmen sehe. Also, bleibt dabei und schaut es euch an. Es wird ein cooles Video. So, dann lasst uns mal loslegen mit der Analyse der Profitabilität. Schon vor der Corona-Zeit ist der Umsatz jedes Jahr etwas gewachsen. In der Corona-Zeit ging er dann natürlich zurück. Das Unternehmen war ja sehr gebeutelt durch die einschränkenden Maßnahmen. Aber gleich danach, ab dem Jahr 22, haben sie wieder kräftig angezogen. Und im Jahr 23 dann sage und schreibe 278 Millionen Schweizer Franken an Umsatz erwirtschaftet. Das war da schon das Rekordergebnis. Im letzten Geschäftsjahr 2024 konnten sie das Rekordergebnis erneut toppen. Denn sie haben sage und schreibe 295 Millionen Schweizer Franken Umsatz gemacht. Das hat alle bisherigen Ergebnisse weit übertroffen. Auch beim Nettogewinn zeigt sich ein ähnliches Bild. Vor der Corona-Zeit gingen die Gewinne auch immer schön kräftig in die Höhe. Während der Corona-Zeit sind sie in die Miesen gegangen. Das Jahr 2020 war am schlechtesten aus der Corona-Zeit und das Jahr 2021, da kamen sie schon fast wieder bei Null raus. Und seit 2022 sind die Gewinne auch wieder total am Steigen. Das Jahr 2022 hatte dann schon wieder Vor-Corona-Niveau und die Jahre 23 und 24 waren dann wirklich rekordverdächtig. Hier war der Gewinn im Jahr 23 noch ein wenig höher als der im Jahr 24, obwohl dort der Umsatz etwas höher war. Aber sie hatten dort in dem Jahr einfach mehr investiert und deswegen ist natürlich der Nettogewinn dann auch geringer. Auch die Margenentwicklung ist sehr positiv zu sehen, denn sie haben schon vor der Corona-Zeit auch immer ihre Margen Jahr für Jahr erhöhen können. Während der Corona-Zeit, klar, haben sie Verluste gemacht, deswegen ist hier die Marge auch in den Keller gegangen. Aber nach der Corona-Zeit konnten sie das alles wieder aufholen und besser denn je sein. Die aktuelle Nettogewinnmarge liegt bei 25,9, also bei fast 26%. Die Steigerung der Nettogewinnmarge, die deutet nochmal für mich zumindest deutlich darauf hin, dass sich die Investitionen in die neuen Seilbahnen im Jahr 2020, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, richtig positiv ausgewirkt haben. Das heißt, sobald jetzt wieder Gäste nach dem Lockdown angereist sind, sind die Gästezahlen auch enorm gestiegen. Es herrscht mehr Kapazität, mehr Leute können befördert werden und das schlägt sich jetzt halt in den guten Zahlen wieder. Und ihre Finanzziele, die sie sich selber stecken, sind damit auch mehr als erfüllt, denn sie möchten eine Rendite über 20% haben und mit fast 26 liegen sie da schon deutlich drüber. Die Jungfraubahn, die arbeitet relativ eigenkapitalbasiert. Das heißt, ihnen ist eine hohe Eigenkapitalquote auch wichtig. Deswegen ist hier die Eigenkapitalrendite auch eine sehr gute Kennzahl, um die Jungfraubahn zu bewerten. Denn die Eigenkapitalrendite sagt aus, wie viel Prozent Gewinn denn mit dem von uns Aktionären in das Unternehmen getragene Geld auch am Markt wirtschaftet und die Jungfraubahn quasi das Eigenkapital dazu nutzen kann, um Gewinne zu erzielen. In der Zeit vor Corona, also in den Jahren 2010 bis 2019, war die Eigenkapitalrendite auch leicht steigend und immer so im Bereich zwischen 4 und 9%. In der Corona-Zeit ist sie natürlich eingebrochen, aber nach der Corona-Zeit konnten sie jetzt die Eigenkapitalrendite auf ca. 12% steigern und das ist schon jupp. Auch der Verlauf des ROICs, der sieht ähnlich aus, denn der verhält sich genau wie das Eigenkapital auch leicht steigend bis zum Jahr 2019. Die Corona-Zeit hat dann für einen Einbruch gesorgt und seitdem ist der ROIC auch wieder kräftig gewachsen.
Der ROIC, also der Return on Invested Capital, der berücksichtigt sowohl das Eigenkapital und auch das Fremdkapital, aber nur den Teil aus beiden, der in den operativen Betrieb gesteckt wird. Und der ROIC sagt damit aus, wie viel Prozent Gewinn tut ein arbeitender Schweizer Franken erwirtschaften. Im Moment, also auf das letzte Geschäftsjahr 24 bezogen, waren das so rund 10%. So, nun schauen wir uns noch an, wie profitabel das Unternehmen denn für uns als Aktionäre ist. Die Jungfraubahn Holding schüttet in der Regel eine Dividende aus. Die Dividende ist in den Jahren von 2010 bis 2014 relativ gleich geblieben, aber ab dem Jahr 2015 wurde sie dann Jahr für Jahr angehoben bis zum Jahr 2019. Dann wurde sie ausgesetzt und im Jahr 2022 schließlich wieder eine Dividende gezahlt in der gleichen Höhe wie die im Jahr 2018. In den letzten beiden Jahren 23 und 24 ist die Dividende kräftig angehoben worden und im Jahr 24 lag sie dann sogar bei 7,50 Franken pro Aktie. Die Dividendenrendite, die lag in den letzten Jahren eigentlich immer so zwischen 2 und 4%. Das ist natürlich abhängig davon, wie der Aktienkurs zu dem Zeitpunkt auch jeweils stand. Jetzt aktuell sind wir bei über 4%. Das schwankt natürlich Jahr für Jahr. Im letzten Video hatte ich euch ja schon gezeigt, dass eins der strategischen finanziellen Ziele darin besteht, das Payout-Ratio immer zwischen 40 und 60% zu belassen. Im Moment sind wir ja schon bei einem sehr hohen Payout-Ratio von 56%. Da ist zu erwarten, dass die Jungfraubahn im nächsten Jahr, falls die Umsätze ähnlich bleiben wie im Jahr 24, die Dividende nicht so viel anhebt wie die Jahre davor. Wenn wir natürlich im Jahr 2025 einen riesen Gewinnzuwachs bekommen von 30% mehr Gewinn oder sowas, dann ist natürlich auch eine starke Dividendensteigerung zu erwarten. Das ist das Gute an diesem Modell. Ja, das Dividendenwachstum lässt sich auch sehen, denn die Dividende wurde seit dem letzten Jahr um 15,38% gesteigert. Und wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet und die Corona-Zeit herausrechnet, dann hat man auf 10 Jahre im Schnitt pro Jahr 16,69% Dividendenwachstum erfahren. Die restlichen 44% des Gewinns, die nicht ausgeschüttet wurden, die wandern ja in das Eigenkapital des Unternehmens zurück. Und die Sustainable Growth Rate, die sagt jetzt aus, wie gut das Unternehmen dieses übrig gebliebene Eigenkapital verwenden kann, um den Geschäftsbetrieb weiter auszubauen. Mit dem jetzigen Payout-Ratio von 56% ergibt sich damit eine Sustainable Growth Rate von 4,6% zurzeit. Also mit dem übrig gebliebenen Geld hätte hier die Jungfraubahn die Chance, jedes Jahr um 4,6% inkrementell zu wachsen mit eigenen Mitteln. Ja, neben den Dividenden sind ja auch weitere Kriterien dafür verantwortlich, ob wir eine Rendite erwirtschaften mit diesem Unternehmen. Und dazu zählt auch, wie gut das Unternehmen darin ist, Aktien zurückzukaufen. Denn Aktienrückkäufe führen ja dazu, dass es weniger ausstehende Aktien am Markt gibt und damit die eigenen Anteile mehr wert werden. Bei der Jungfraubahn allerdings ist es ein bisschen schade, denn Aktienrückkäufe gehören nicht so zu deren Strategie. Die Anzahl der ausstehenden Aktien ist die letzten Jahre eigentlich immer gleich geblieben. Nur im Jahr 23 ist sie dann runtergegangen. Vielleicht gab es da einfach Mitarbeiteraktienprogramme, sodass das Unternehmen eigene Aktien für Mitarbeiter reserviert hat. Könnte sein, das weiß ich aber jetzt leider nicht genau. Was sich aber durchaus sehen lassen kann, ist das Kurswachstum. In den Jahren seit 2015, also auf die letzten 10 Jahre betrachtet, haben wir damit 154% an Kurswachstum mit Dividenden und ohne Dividenden 16,6%. Wenn man nur die letzten 5 Jahre betrachtet, also die Zeit seit 2020, dann hätte man auf 5 Jahre betrachtet mit Dividenden 84,6% und reiner Kurswachstum ohne Dividenden von 69,9%, also knapp 70%. Ja, einfach mal so als Vergleich. Wenn ich im Jahr 2015 10.000 Schweizer Franken genommen hätte und in das Unternehmen investiert hätte, dann wären aus diesen 10.000 mittlerweile über 25.000 Franken geworden. So, jetzt haben wir gesehen, wie profitabel die Jungfraubahn wirtschaftet und wie profitabel sie auch für uns als Aktionäre ist. Jetzt kommen wir aber nochmal zu der
Sicherheitsbetrachtung. Wie sicher wäre denn ein Investment in die Jungfraubahn? Wenn man die Verschuldung im Verhältnis zum EBIT betrachtet, dann sieht man, dass in der Historie die Verschuldung im Verhältnis immer sehr, sehr niedrig war. Also sie lag ungefähr auf der gleichen Höhe wie das EBIT selbst oder beim 1,2-fachen des EBITs. Im Jahr 2023 ist dann das Verhältnis etwas angestiegen. Dort war die Verschuldung das 1,6-fache des EBITs. Aber das hat sich im letzten Jahr wieder drastisch geändert, denn jetzt ist die Verschuldung sogar nur das 0,8-fache des EBITs. Oder anders ausgedrückt, die Jungfraubahn müsste nur 0,8 Jahre, das sind 9,5 Monate, den operativen Gewinn erwirtschaften und hätte alle Schulden getilgt. Das ist wirklich ein verdammt guter Wert und unterstützend wirkt hier auch noch, dass die Jungfraubahn sehr, sehr gering verschuldet ist, nämlich nur 11%. Ja, neben der Verschuldungsquote im Verhältnis zum EBIT und der Gesamtverschuldung zum Eigenkapital ist auch der Interest Coverage eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, weil der aussagt, wie hoch der Zinsdeckungsgrad denn ist. So mit dem operativen Gewinn, dem EBIT, könnte die Jungfraubahn mehr als 37 Mal die Zinsen locker bezahlen. Die Free Cashflow-Betrachtung, die nehme ich auch in die Sicherheitskriterien mit auf. Denn für mich ist es wichtig, dass man einen konstanten, hohen Free Cashflow hat, damit Investitionen gewährleistet sind, aber auch einfach Rücklagen da sind für jegliche Kosten, die entstehen können, wenn mal hoher Sanierungsbedarf entsteht und so weiter. Und natürlich muss gewährleistet sein, dass meine Dividenden ausgeschüttet werden können. Man sieht hier unten rechts auf dem Chart, dass der Free Cashflow vor der Corona-Zeit immer angestiegen ist, Jahr für Jahr. Das heißt, die Jungfraubahn hat hier einfach Geld gehortet und reserviert für Investitionen. Dann hat sie ja in den Jahren 2020 und 2019 die beiden neuen Seilbahnen eröffnet. Dort war ja sehr viel Kapital auch gebunden. Und ja, dann in der Corona-Zeit war der Free Cashflow auch negativ. Aber dann haben sie sich neue Ziele gesteckt. Jetzt momentan streben sie an, auf mehrere Jahre gerechnet, also auf die ganzen Jahre 24 bis 28 in Summe, einen kumulativen Free Cashflow von über 200 Millionen Schweizer Franken zu erreichen. Ja, davon haben sie eigentlich schon 83 Millionen im Jahr 2024 erreicht, also sie sind da sehr gut auf Kurs. Also vom Sicherheits- und Risikoaspekt, da halte ich bei der Jungfraubahn echt beide Daumen hoch, weil das gefällt mir. Okay, wir wissen jetzt, wie die Jungfraubahn zahlenmäßig durchstarten kann. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wie das die Aktionäre sehen und wie die aktuelle Bewertung des Aktienkurses denn so ist. Als erstes betrachte ich jetzt mal das Verhältnis des Kurses zum Free Cashflow. Und ja, wir haben hier ein Preis zum Cashflow-Verhältnis von 5 ungefähr oder unter 5 und das ist ein echt guter Wert. Also deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht zu teuer bewertet ist. Und der Ausreißer hier im Jahr 2022, der lässt sich so erklären, dass da die Corona-Zeit sich dem Ende geneigt hat. Die Aktionäre haben wieder umso mehr an das Unternehmen und dessen Zukunft geglaubt, fleißig investiert, der Kurs ist gestiegen. Jedoch der Free Cashflow, der war halt noch niedrig, weil man erst wieder angefangen hat, Gewinne und auch Cashflow zu erwirtschaften. Was euch vielleicht noch ein bisschen geläufiger ist, ist das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was den aktuellen Aktienkurs halt im Verhältnis zum Gewinn auch bewertet, um zu gucken, wie stark der KGV ist und ob das Unternehmen damit unter- oder überbewertet ist. So auf die letzten Jahre betrachtet ist das KGV sogar eher im Schnitt gesunken. In den Corona-Zeiten, klar muss man es aussetzen, da gab es ja keinen Gewinn. Aber im Jahr 23 und 24 hat sich der Trend dann eigentlich so fortgesetzt wie in den Jahren vor der Corona-Krise. Und aktuell ist das KGV bei 13. Das ist eigentlich auch noch in einem Rahmen, wo ich sage, ja, ist jetzt auch keine Unterbewertung, aber auf keinen Fall eine Überbewertung. Also es ist eher auf einer Skala von 1 bis 5, wo 1 zu niedrig bewertet ist und 5 zu hoch, wäre das so eine 2,5. Ja, als letztes betrachte ich jetzt hier noch den Buchwert und den materiellen Buchwert je Aktie. Der materielle Buchwert, der sagt eigentlich aus, was den Aktionären nach dem Verkauf
aller Vermögenswerte und Tilgung aller Schulden noch von dem Unternehmen und dessen Wert übrig bleiben würde, wenn man noch dazu alle alle immateriellen Vermögensgüter wie Patente und Markenrechte und sowas abzieht, also die werden da nicht betrachtet. Also was bleibt dann wirklich von dem, was übrig ist, noch da und was wäre das wert? Und hier ist man noch positiv. Also bei den meisten Unternehmen ist dieser materielle Buchwert oder auch Substanzwert genannt wirklich negativ. Also wenn man da alles abziehen würde, bliebe nichts mehr übrig. Aber hier bei der Jungfraubahn ist der Substanzwert immer noch bei 122 Schweizer Franken je Aktie und das ist verdammt gut. Und wenn ich den Kurs jetzt ins Verhältnis zum Buchwert setze, bekomme ich unser Kurs-Buchwert-Verhältnis. Das liegt bei 1,38 und das ist auch echt gering und deutet auf eine sehr niedrige Bewertung hin. Also obwohl man auf ein paar Charts vorher gesehen hat, dass der Kurs im Moment auf einem sehr hohen Niveau liegt, ist die Aktie trotzdem immer noch recht günstig bewertet. Ja, die Zahlen zur Jungfraubahn, die kennen wir jetzt. Aber wie schlägt sie sich denn gegenüber ihren Konkurrenten? Da wollen wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Ja, also wenn man es genau nimmt, hat die Jungfraubahn überhaupt keinen direkten Konkurrenten. Denn in der Jungfrau-Region sind sie der einzige Anbieter von Bergbahnen und haben die Region für sich erschlossen. Da wird sich einfach kein Konkurrent überlegen, da noch eine zweite Bergbahn daneben zu bauen. Aber die Konkurrenz, die entsteht natürlich übergreifend, also in Zusammenhang mit verschiedenen Regionen. Es gibt noch mehrere Bergbahnunternehmen in der Schweiz, die aber alle in verschiedenen Regionen etabliert sind. Und diese kann man halt alle miteinander vergleichen. Und die Konkurrenz besteht auch darin, nicht nur seine Bahn selbst zu vermarkten und im Wettbewerb gut dazustehen, sondern auch die ganze Region zu vermarkten. Ja, der zweitgrößte Wettbewerber der Jungfraubahn in ihrem Segment in der Schweiz wäre die BVZ Holding. Die haben unter anderem das Gornergrat und so weiter. Das ist auch touristisch sehr beliebt. Allerdings habe ich zu denen irgendwie nicht so richtige Zahlen gefunden. Deswegen habe ich sie hier mal erwähnt, aber ich kann sie in meiner Analyse jetzt leider nicht mit vergleichen. Was ich aber gefunden habe, sind Zahlen zu den Zermatt-Bergbahnen, den Titlis-Bergbahnen, den Berner Oberlandbahnen und den Pilatusbahnen. Die sind alle in der Schweiz und diese werde ich jetzt mit euch vergleichen. Und daneben habe ich auch noch ein Unternehmen aus Österreich mit aufgelistet, nämlich die Zillertaler Gletscherbahn. Denn auch die kann sehr wohl ein Konkurrent sein. Ist zwar im anderen Land tätig, aber letztendlich auch in einem Urlaubsgebiet in den Alpen. Und wenn Menschen aus dem Ausland jetzt überlegen, sie machen Urlaub in Europa, in den Alpen, dann kommt ja auch Österreich in Frage. Also gerade für preissensiblere Gäste, die würden vielleicht auch eher nach Österreich ausweichen, weil das Land ein bisschen günstiger ist als die Schweiz. Und um den Vergleich jetzt mal völlig abstrus zu machen, habe ich euch jetzt nochmal die Union Pacific mit aufgeführt. Kleiner Gag. Nein, ist eigentlich kein Gag, weil sie haben doch Parallelen. Denn die Jungfraubahn hat halt Bergbahnen und Seilbahnen und die Union Pacific hat Züge auf Schienen, aber sie haben auch einfach ein Schienennetz, haben eigene Züge und da wird sich auch keiner hinstellen und wird da eine zweite Zugstrecke daneben bauen. Also man kann schon die Kostenstruktur und die Kapitalintensität miteinander vergleichen. Deswegen habe ich hier auch einfach mal die Union Pacific als amerikanischen Großkonzern mit in diesen Vergleich reingepackt. Mich hat es auch einfach interessiert, aber das Ergebnis ist interessant. Ich will es euch nicht vorenthalten. Also, auf geht's. Bei der Nettogewinnmarge liegt die Union Pacific ganz knapp vorne vor der Jungfraubahn. Also da braucht sich die Jungfraubahn nicht zu verstecken vor dem großen amerikanischen Unternehmen. An dritter Stelle kommen dann die Zermatt-Bergbahnen, danach die Zillertaler Gletscherbahn, die Titlis, Pilatus und an letzter Stelle die Berner Oberlandbahnen. Bei dem Return on Invested Capital liegt ganz klar die Union Pacific vorne mit einem Wert von fast 16 und die Jungfraubahnen haben halt 10. Aber sie sind an zweiter Stelle und von allen Bergbahnunternehmen hier der beste. Ja, auch die Eigenkapitalrendite, die ist bei Union Pacific natürlich extrem viel höher als bei den ganzen Bergbahnunternehmen. Aber hier ist auch die Jungfraubahn
von den Bergbauunternehmen die beste mit der höchsten Eigenkapitalrendite von knapp 10%. Aber auch die Zillertaler Gletscherbahn hat auch fast 10%. Die anderen sind noch ein bisschen drunter. Der schlechteste Kandidat ist hier die Berner Oberlandbahn. Bei der Verschuldung zum Eigenkapital ist es ja genau andersrum. Dort sind die Unternehmen besonders gut, die eine niedrige Verschuldung haben. Und hier sieht man, ja, die Union Pacific ist hier definitiv das schlechteste Unternehmen. Die sind nämlich fast mit dem 2,5-fachen des Eigenkapitals verschuldet. Ja, die Berner Oberlandbahn, die hat auch noch, 0,6-fache Verschuldung vom Eigenkapital ungefähr. Und ja, die Schweizer und österreichischen Bergbahnunternehmen sind allesamt nicht so wirklich hoch verschuldet. Aber das beste Unternehmen hier ist immer noch die Jungfraubahn. Und die Jungfraubahn sind auch am besten in der Lage, ihre Zinsen zu bezahlen, weil das Interest Coverage bei der Jungfraubahn einfach am höchsten ist. Zermatt-Bergbahnen sind auch noch ganz gut, Titlis kommt danach, und dann die anderen. Aber auch die Union Pacific ist hier irgendwo im Mittelfeld. So, nach 2 Videos zur Jungfraubahn wissen wir jetzt zum einen, wie sie eigentlich ihr Geld verdienen und wie profitabel sie sind. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ich so für Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken sehe bei diesem Unternehmen. Lass uns damit starten. Hier ist jetzt ziemlich viel Text drauf, weil mir einfach so viel eingefallen ist. Fangen wir mal an mit den Stärken. Ja, da gibt es mehrere. Sie sind ein weltweit bekanntes Reiseziel und das Jungfraujoch als Top of Europe ist Teil des UNESCO-Welterbes. Das zieht einfach Leute an. Sie haben eine starke Markenpräsenz mit internationalem Renommee. Sie haben gute Zahlen, eine hohe EBITDA-Marge, 45,6% und eine 25,9% Gewinnmarge. Das liegt weit über dem Branchendurchschnitt. Die Finanzstruktur ist solide. Sie haben eine hohe Eigenkapitalquote, sind wenig verschuldet. Der Free Cashflow, der liegt bei 83 Millionen. Und durch das V-Bahn-Projekt haben sie halt einen neuen Meilenstein geschaffen und einen Zeitgewinn von 45 Minuten zum Jungfraujoch hoch ermöglicht, haben 30% mehr Kapazität dadurch, die Infrastruktur ist modern, es gibt allgemein viele Bahnen- und Infrastrukturprojekte im Bau und auch in Planung, also sie haben ziemlich viele Projekte in der Pipeline. Die Infrastruktur ist allgemein modern und sie tätigen effektive Investitionen. Das Management, das performt, das ist gut ausgebildet. Sie haben eine transparente, ehrliche Aktionärskultur und ein Shareholder-Management. Aber auch ein starkes Stakeholder-Management mit den Akteuren in der ganzen Region. Als Schwäche lässt sich sagen, dass sie einen rückläufigen Durchschnittsertrag haben durch die starke Nutzung vom Swiss Half Fair Card Modell. Also es gibt mehr vergünstigte Karten in Zusammenhang mit der Halbtagskarte der Schweiz, so dass sie dann einfach auch dort weniger Gewinn bei den Kunden erwirtschaften, die so eine Karte haben. Die Betriebskosten, die sind deutlich gestiegen, weil sie mehr Personal auch haben und die Energiekosten steigen ja auch, wobei ich das hier nicht so kritisch sehe, weil sie selber ja auch Kraftwerke haben. Dann ist eine weitere Schwäche natürlich auch, dass sie saisonale Auslastungsschwankungen haben, trotz ihrer Strategie 12 Monate Hochsaison. Und die asiatischen Märkte, China, Japan und so weiter, die erholen sich nur teilweise. China hat ja auch gerade ein bisschen zu knapsen, aber es läuft halt nicht so an, wie es sollte. Allgemein ist noch eine Schwäche, dass durch Inflation und die schwache Wirtschaft der Tourismus gehemmt wird. Und was ich auch hier aufführe, ist, dass sie keine konstanten Aktienrückkäufe machen. Das finde ich immer noch echt schade. Als Chancen für die Zukunft, da sehe ich zum einen die Buchungsplattform Top of Travel, die ja ausgebaut werden soll, als digitale Komplettlösung für Kunden. Ja. Und die Fernmärkte wie Indien, Südostasien, die sind auch wieder auf Erholungskurs, also die werden sich auch wieder erholen und neue Touristen in die Schweiz anlocken. Es gibt immer weitere Erlebnisformate, eine Vertical Experience. Erster Blick ist hier auf jeden Fall zu nennen, dass oben am Jungfraujoch das Berghaus erweitert wird durch den größeren Glasbau, der erstmal für mehr Kapazität sorgt.
aber auch ein ganz besonderes Erlebnis bietet, insbesondere auch bei schlechtem Wetter, dass man dort einfach die Landschaft auf die Wände projiziert bekommt. Ja. Ein neues Hotelprojekt in Interlaken ist geplant, sodass dort auch mehr Leute noch übernachten können. Sie führen Nachhaltigkeitsinitiativen aus. Sie planen eine alpine Solaranlage, neue PV-Anlagen, ESG-konforme Entwicklungen allgemein. Ja. Eine weitere Chance könnte auch sein, dass der neue CEO Oliver Hammel, der kommt ja jetzt zum 1. Juni, die internationale Nachfrage noch ein wenig ankurbelt, weil der sich halt gut auf den asiatischen Märkten auskennt. Und was auf jeden Fall eine große Chance ist und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eintrifft, ist, dass sie weitere Effizienzsteigerungen und Kapazitätssteigerungen bewirken, dadurch, dass sie noch schnellere Bahnen und neue Bahnen bauen und neue Seilbahnprojekte durchführen. Ja. Und auch der Ausbau weltweiter Vertreter oder Consultants steigert halt die Bekanntheit des Unternehmens und kurbelt den Vertrieb an. Ja, und die eigene Energiegewinnung, die dämmt auch Energiekosten. Als Risiko ist mir zuallererst das Schlimmste eingefallen, was so einem Bergbahnunternehmen passieren kann, nämlich dass irgendein Unglück passiert und eine Seilbahn abkracht oder ein Zug verunglückt und so weiter. Das führt dann nämlich sofort zu Reputationsschäden, also erstmal werden Menschen verletzt und das führt halt komplett dazu, dass das Vertrauen erstmal in diese Bahnen verloren geht. Das ist ein Riesenschock für alle Beteiligten. Das will man sich gar nicht vorstellen. Also das höchste Risiko, was mir eingefallen ist. Allerdings muss man hier dazu sagen, dass die Jungfraubahn auch sehr viel Liebe und Zeit und Geld daran investiert, ihre Anlagen auch gut zu warten. Sie haben gutes Personal dafür und ihnen ist das auch wichtig und das ist auch in ihrem Leitbild verankert, dass sie sichere und moderne Bahnen haben. Ja, dann kommen wir mal zu den weiteren Risiken, die mir noch eingefallen sind. Der Klimawandel, denn Schneemangel und Wetterextreme gefährden den Wintersport und damit auch den Bahnbetrieb. Ja. Es gibt auch immer wieder Umweltauflagen und langjährige Genehmigungsverfahren, wo die Weiterentwicklung einfach pausiert oder auf Eis gelegt werden muss. Ja. Und dann ist natürlich ein Risiko, dass die Schweiz zu teuer wahrgenommen wird für internationale Touristen, so dass die Alpentouristen in günstigere Regionen fahren wie Österreich, zum Beispiel und mit der Zillertalbahn. Ja. Dann sehe ich auch noch als Risiko, dass der CEO-Wechsel ansteht. Also es ist nicht nur eine Chance, in dem Fall auch ein Risiko. Der Übergang von Urs Kessler zu Oliver Hammel muss halt gut funktionieren und das kann aber auch erstmal zu Unsicherheiten in Strategie und in Führung führen. Ja. Und was ich auch noch als Risiko sehe bei Oliver Hammel, ist, dass er erstmal in dem Tourismus- und Bergbahnsegment noch nicht so die Erfahrung hat, aber die kann man sich ja aneignen. Aber da er vorher im asiatischen Markt gearbeitet hat und die Asiaten ticken halt einfach anders als Schweizer, ist hier das Risiko, dass er zu viel Fokus auf Asien legt und auf asiatische Touristen und damit eher diese langsameren Touristen, nenne ich sie jetzt mal aus Europa zum Beispiel, vernachlässigt. Damit meine ich, dass in Europa die Touristen eher mehr Zeit für ihre Urlaubserlebnisse einplanen. Also die huschen nicht so durch, sondern nehmen sich Zeit, machen eher langsameren Urlaub wie Wandern, gucken sich die Natur an und so weiter. Und auf die muss man halt auch Rücksicht nehmen und nicht nur auf Schnell-Tourismus. Dass die Bahnen immer weiter erneuert werden, sehr moderne Bahnen gebaut werden, ist natürlich sehr schön, aber man muss halt auch darauf achten, dass die nostalgischen Bahnen trotzdem auch noch in Szene gesetzt werden, weil viele Menschen halt auch mit der Jungfraubahn Holding historische Bahnen wie die uralte Jungfraubahn in Verbindung setzen und es ist halt wichtig, dass man auch die noch irgendwie instand hält, dass man die auch noch einsetzt und vermarktet, dass man die alten Züge ab und zu vielleicht nochmal fahren lässt und ja, dass man diesen Nostalgiefaktor halt nicht aus den Augen verliert. Ja, so ein makroökonomisches Risiko ist noch, dass es Wechselkursrisiken gibt und deswegen halt auch der Kurs des Schweizer Frankens. Der Franken ist ja relativ stabil, ist eine recht starke Währung, aber im Verhältnis dazu sind die anderen Währungen halt natürlich am Schwächeln
und so kann die Schweiz auch teurer werden für Touristen. Ja, daneben kann es noch geopolitische Unsicherheiten geben, also gibt es ja aktuell in Europa und auch in Amerika und eigentlich überall auf der Welt. Indien, Pakistan gab es jetzt auch mal wieder eine Unruhe und ja, es gibt so viele Aspekte, die dazu führen können, dass sich ein Risiko für die Jungfraubahn ergibt und die Konjunkturlage halt beeinflusst werden kann. Ja. Dann natürlich die Ausbreitung von Kriegen. Wenn Krieg herrscht in Europa, dann gibt es auch weniger Touristen, weil man erstmal Angst hat, nach Europa zu fliegen. Und auch die Leute eigentlich andere Sorgen haben, als Alpenurlaub zu machen. Ja. Weiteres Risiko sind Seuchen oder Viren, so wie die Corona-Krise. Wenn nochmal sowas auftritt, dann ja, sinken natürlich auch die Gästezahlen wieder rapide. Und als Risiko für mich als Aktionär sehe ich auch noch, dass in schwächeren Jahren die Dividende auch gekürzt oder ganz gestrichen werden kann, so wie in den Jahren 2020 und 2021. Ja, dann lasst uns mal ein Fazit ziehen zur Jungfraubahn. Nach allem, was ich jetzt gelesen und gesehen habe und an Werten auch erfahren habe zur Jungfraubahn, ist das für mich ein echt solides Unternehmen mit starken Finanzen. Und ja, das lohnt sich, das Unternehmen mal genauer anzugucken. Bis vor kurzem, bis April, war es ja noch gar nicht so einfach möglich, wenn man aus Deutschland kommt, in den Schweizer Aktienmarkt zu investieren. Das wurde seit dem Jahr 2019 mal blockiert, da gab es Unstimmigkeiten und deswegen konnten wir nicht so einfach Schweizer Aktien kaufen aus Deutschland. Jetzt seit Mai geht das allerdings und ich habe die Jungfraubahn Holding schon vor, ja, wann war das, 3 Jahren ungefähr entdeckt und dachte mir, oh, so ein cooles Unternehmen, da würde ich gerne mal rein investieren. Vor allem da war der Kurs auch noch schön günstig, das war so kurz nach Corona. Da dachte ich mir, ach Mensch, aber ich wollte jetzt auch nicht über so umständliche Wege wie die OTC-Börse gehen oder ja, über einen zweiten Broker jetzt noch zulegen dafür extra, weil dann auch die Handelsgebühren viel höher sind. Und ja, ich habe es dann halt gelassen, aber hatte das Unternehmen noch auf dem Schirm. Und jetzt seit Mai habe ich endlich eine kleine Position Jungfraubahn Holding in meinem Depot. Und ich finde es total toll. Und ja, ich stelle mir einfach vor, dass mein Geld mit der Jungfraubahn hochfährt zum Jungfraujoch, dort in die Hütte einkehrt und Spaß hat. Und dann mit dem Eiger Express an der Eiger Nordwand entlang zurück nach Grindelwald fährt. Ja, naja, Spaß beiseite, aber ich finde es einfach toll, da jetzt eine Position drin haben zu können. Ich finde, das ist ein solides Investment. Ich werde es auch halten. Das ist echt keine Aktie, mit der man zocken kann oder traden kann. Dafür ist auch der Spread recht hoch. Es gibt halt allgemein wenig Handelsvolumen auf dem Wert. Das merke ich jetzt, wo die Aktie in meinem Depot liegt. Teilweise über Stunden, Tage verändert sich der Wert einfach gar nicht. Also es gibt doch auch einfach eine langjährige, starke Aktionärsstruktur. Und da findet einfach gar nicht so viel Handel statt. Die Leute haben die Aktie im Depot und halten sie in der Regel. Und ja, das sieht man halt auch am Verlauf. Aber ich bin gespannt, wie sich das über die nächsten Jahre so entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall, an dem Unternehmen partizipieren zu dürfen. Und ich freue mich auch, dass ich euch das Unternehmen jetzt in 2 Videos mal ordentlich vorstellen konnte. Damit wären wir am Ende meines Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like da. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Der ist noch recht frisch, aber ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und wenn mein Kanal auch am Wachsen ist. Wenn ihr mehr zum Unternehmen der Jungfraubahn Holding wissen wollt, dann schaut euch auch gerne mein erstes Video an. Das habe ich jetzt hier verlinkt. Und falls euch dieses Format mit der KPI-Analyse eines Unternehmens gut gefällt, dann könnt ihr euch auch mal ein ähnliches Video zur Coca-Cola anschauen. Das habe ich euch ebenfalls jetzt hier verlinkt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.